läuft noch? Hallo. 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 Stell dich mal ganz kurz vor. Was euer Beruf ist. Mach du das mal für uns. Hallo, ich bin Inka. Und ich bin Markus. Wir sind Spielautoren. Was haben wir so erfunden? Inzwischen tatsächlich einige Spiele. Einer meiner Lieblinge ist Village. Nochmal, ich habe meine Nase rumgepopelt. Das ist ja nicht mein Problem. Einer meiner Lieblinge ist Village. Nochmal, du hast gelacht. Wieso darf ich ja nicht lachen? Weil das seriös jetzt verkauft wird. Du hast überhaupt nichts zu sagen. So. Und Action. Unser Kennerspiel. Ja, jetzt ist die Kaffeemaschine. Haben wir das jetzt? Bei mir läuft das einwandfrei. Es geht um dich. Aber wieder geniale Idee. Das habt ihr euch alles selber ausgedacht? Ja. Gibt's Kritik? Irgendwas, was nicht so gepasst hat, was euch jetzt nicht so gefallen hat an Rätseln? Also als wir angefangen haben zu spielen, war das noch nicht gang und gäbe, dass man den Autorennamen auf der Schachtel sieht. Und ich habe gedacht, Ravensburger, Kosmos Schmidt, die machen die Spiele. Und ich bin nie drauf gekommen, dass es wie beim Buch sein könnte, dass es jemanden gibt, der sich das ausdenkt. Es gibt immer noch Menschen, also der Hauptteil der Menschen, die gar nicht wissen, dass Spielautoren haben. Man kennt sie nicht und sieht sie selten, die Autoren dieser Spiele. Wer sind sie und wie wird man das? Also wenn ich mir einen Erfinder vorstelle, dann denke ich immer, der sitzt in so einer Kammer und arbeitet da und rauft sich die Haare und ist vielleicht auch ein bisschen wahnsinnig. Glauben Sie, dass Sie wahnsinnig sind? Ja, wahnsinnig schon, aber arbeiten tue ich nicht. Eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, liebe Zuschauer, wir haben eine Überraschung für Sie vorbereitet. Es ist uns gelungen, den Erfinder dieses Spieles Malefiz zu uns ins Studio zu bitten. Es ist Werner Schöppner aus Dortmund. Drüben auf der anderen Seite, schon da. Guten Abend, Herr Schöppner. Guten Abend, Herr Ehrenberger. Wie sind Sie darauf gekommen, Malefiz zu erfinden? An einem Abend im Jahre 1961 spielte ich mit meiner Frau. Um 11 Uhr ging meine Frau zu Bett. Ich ging noch zur Toilette. Und auf der Toilette, da schlug auf einmal so etwas wie ein Blitz bei mir ein. Aber ein Geistesblitz. Ein Geistesblitz, ja. Was ich bis heute mache, ist, dass ich die Augen zumache, um mir einen Zug konkreter vorstellen zu können. Und dass ich dann so mit der Hand die Bewegung mache, um das Denken zu erleichtern. Das Lustige ist, dass mir das schon mal auf einer Veranstaltung in Herne passiert ist. Ich habe die Augen zugemacht, ich habe eben die Spielzüge gemacht. Das dauerte vielleicht eine Minute. Und als ich die Augen wieder aufmachte, standen einige Leute um mich herum, die das ein bisschen lustig fanden, was ich da gemacht habe. Ich bin als Zwölfjähriger mit dem Spiel Erfinden schon konfrontiert worden. Ein Nachbarskind hat für Muttertag für seine Mutter ein Spiel erfunden. Und dann habe ich gesagt, das will ich jetzt auch. Da habe ich auch so ein Spiel erfunden. Er hat ein Fußballspiel erfunden und ich habe danach auch ein Fußballspiel erfunden. Weil so machen Kinder das nun mal. Ja, es gab genau einen Spieler, der es gut fand. Das war ich selber. Ich habe damals schon ein bisschen was gelernt, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und bis Bonanza, bis 97, da war ich dann 27, habe ich dann auch schon 15 Jahre gelernt, was man bei Spielen vermeiden sollte und so weiter. Ich habe nicht von vornherein gute Spiele erfunden. Ich arbeite sehr stark mit Spielmechanismen, mit Spielreizen. Ich bin so gespannt. Mach doch eigentlich deinen Zug, ich will meinen machen. Ich nehme mir Holz. Wenn ich Holz will, kann ich damit Zäune bauen oder ich kann damit mir ein Haus bauen. Ich konnte auch diesen Weg einschlagen. Da passiert direkt in den ersten Minuten was für mich. Wenn ich jungen Spielerautoren Tipps geben soll, nimm dir richtig Zeit mit den ersten 10 Minuten. Versuch nur die 10 Minuten so zu gestalten, dass die richtig was auslösen. Guck, was will das Spiel, was für Züge sollen möglich sein und dann merkst du schon, was man machen kann.
Arbeite hart an den ersten 10 Minuten, ist ein Spruch, den ich nur von mir kenne. Also ich wüsste nicht, dass irgendjemand gibt, der so Spiele erfindet. Ja, hallo, ich bin Rita Model, ich bin hauptberuflich Brettspielautorin. Wir sind hier im idyllischen Hunkelfingen, ohne E. Und ja, das ist auch das Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe ganz lang in München gelebt, 17 Jahre, und bin dann wieder zurückgezogen in die Heimat. Und ja, vor allem den Hund gefällt es, der fühlt sich natürlich hier viel, viel wohler. Ich erfinde Brettspiele seit so ungefähr 4 Jahren. Das Ganze hat angefangen, als ich auf einem Kindergeburtstag war. Und dann hatte ich danach irgendwie das Bedürfnis, ein Brettspiel erfinden zu wollen. Das kam irgendwie aus dem Nichts. Ich muss jetzt hier einen neuen Spielplan malen. Und da geht es nur erstmal darum, dass man sich das vorstellt. Wie könnte denn sowas theoretisch aussehen? Der Stift auch seinen Geist auf hier. Das ist hier so ein Slot, da kommen so Karten hin, wo man dann Aktionen machen kann. Geil, oder? Es gibt so 3 Arten, an die man an so ein Spiel rangehen kann. Einmal die Mechanik, also entweder Worker Placement, Draften, Memory, das sind so Mechaniken. Dann kann es ein Spielmaterial sein, das man gerne ausprobieren möchte. Oder es kann ein Thema sein. Das hier sind alles Prototypen, also entweder fertig oder unfertig. Ein Prototyp ist meistens was selbstgebasteltes. Ein Demospiel, das man dem Verlag präsentieren kann, damit der Verlag weiß, wie dieses Spiel funktioniert. Zu meinen Top-Zeiten hatte ich 17 Prototypen bei Verlagen liegen und 2 sind rausgekommen. Ich glaube, dass viele Spieleautoren natürlich schon davon träumen, ein Siedler von Catan, ein Carcassonne oder jetzt ein Azul rauszubringen. Einfach so ein Dauerbrenner, das über die Jahre halt überlebt, wie so ein Evergreen. Das ist hier mein Stammplatz. Meine tägliche Arbeit besteht auch darin, dass ich hier mir YouTube-Videos angucke und dass ich da immer schaue, dass ich auf dem aktuellen Stand bin. Ganz wichtig, Instagram. Ich bin quasi multitasking-fähig, ja. Also ich gehe hier auf Instagram und schaue noch Videos, ja. Die was machen, sind halt die Blogger, die halt Videos veröffentlichen. Aber so von den Autoren sind jetzt die wenigsten Social Media aktiv. Natürlich ist es so, der mit mir auf der Messe kein Selfie macht, der war quasi nicht auf der Messe, weißt du? Also. Wenn ich mich zurückerinnere, vor 5 Jahren, wo wir eigentlich aus dem Nichts heraus den Verlag gegründet haben und mit 3 fertig gedruckten Spielen in ein Spielegeschäft in Osnabrück gegangen sind und der Besitzer uns angeguckt hätte, als wären wir völlig verrückt, muss man schon sagen, dass in den 5 Jahren danach eigentlich ziemlich viel passiert ist. Ich bin Michael Loth, ich wohne mit meiner Familie im Emsland und wir entwickeln hier zusammen Kartenspiele. Das hier ist jetzt quasi, mein Vater wird das nicht gern so hören, aber Lagerraum vom Mogel Verlag, zumindest zum Teil. Und früher war das hier ein Saalbetrieb. Jo, hier ist unser Stand gelagert. Einmal vorne die Theke und alle anderen Elemente. Das haben wir auch alles komplett selbst gebaut. Bilderrahmen, die wir auch aufstellen. Ein Ritter aus einem Ritterspiel von uns, einem Kartenspiel von uns, von dem Titel Lancelot. Also es war so, Michael und ich haben vorher Musik zusammen gemacht. Dann habe ich aber meinen zweiten Hörsturz gehabt und dann haben wir gesagt, es geht nicht mehr. Und dann waren wir ein Jahr lang quasi kreativlos und haben dann festgestellt, dass uns das sehr langweilt.
Und dann kam eines Tages Michael mit einer Spielidee. Der Arbeitstitel damals war Königsmord und das war schlecht. Das war einfach wirklich schlecht. Und dann hat er uns aufgefordert, beziehungsweise herausgefordert, ja, dann macht's doch mal besser. Und da saßen wir gerade tatsächlich mit fast allen Geschwistern zusammen am Tisch. Und dann sind wir angefangen und haben irgendwie ausprobiert und dann Karten erstellt. Dann entstand so das Grundgerüst des ersten Spiels. Und das haben wir dann auch an Verläge versandt. Haben fast keine Rückmeldungen wiedergekriegt, außer 1, 2, nee, passt nicht bei uns ins Programm oder ist nicht gut. Wir haben gesagt, wir finden es trotzdem gut und wir bringen es dann halt selber raus. Wenn es kein anderer machen will, dann müssen wir einen eigenen Verlag gründen. Und es ist einfach auch so der Kit zwischen mir und meinen Geschwistern, also zwischen uns. Wenn es den Verlag nicht gäbe, würden wir uns nicht so oft sehen. Wir selber haben jetzt die Möglichkeit, mehr Zeit in die Entwicklung zu stecken. Wir planen ja jetzt für den nächsten Titel ab 2020 mit dem Illustrator zusammenzuarbeiten. Er ist halt deutlich besser als das, was wir jemals machen könnten. Wir haben auch schon die ersten Zeichnungen von ihm bekommen. Es sind letztendlich, wenn man von Unklarheiten sprechen will, bei diesem Spiel nur noch 2 Punkte offen. Titel und Zielgruppe. Titel haben wir zwischen verschiedensten Sachen hin und her überlegt und nirgendwo Klarheit gehabt. Also mein Favorit war ja mal Dragos Goldmine. Mittlerweile Dragos Goldmine. Dragos Goldmine. Mittlerweile bin ich einfach bei Dragos Mine. Dieser Titel, ne? Dragos Goldmine. Ich finde den richtig, nichts gegen dich, ich finde den richtig schlecht. Aber was ist denn deiner Meinung nach der beste? Das ist sauschwer, das ist sauschwer. Das ist zusammen mit Regelwerk machen die Königsdisziplin. Vorschlag von Vincent, von Kosmos Verlag, der hat gesagt, denk mal über sowas wie Roasted nach. Ich finde es besser. Roasted? Finde ich deutlich besser als Dragos Mine. Wovon ich mich nicht verabschieden will, ist es, dass sich das irgendwie darauf bezieht, was sie gerade sagt. Es geht um den Drachen, der sich durch die Mine bewegt. Nein, um die Zwerge. Um Gold. Es geht um Goldschürfen, es geht sich den Arsch verbrennen. Was ist denn, wenn du sowas machst, wo du ein prägnantes Wort nimmst und eine längere Spielebeschreibung quasi davor nimmst? Goldmine ist zum Beispiel ein Wort. Aber wenn du sagst, zu allgemein. Genau. Das ist, wir halten fest, wir kommen heute zu keinem Titel. Nein, natürlich nicht. Klar. Aber jeder 5 Titel sich überlegen, einen Monat lang. Wir haben schon mal welche ausgeschlossen. Jeder macht sich Gedanken und wir haben welche ausgeschlossen. Also To-Dos. Jürgens Goldmine. Ja, Jürgens Goldmine. Wenn wir das Spiel Jürgen nennen, dann bezahle ich das komplett. Ja, okay. Jürgens Goldmine. Ich bin Emily. Und ich bin der Lukas. Ja, und wir sind die Kinder von Inka und Markus Brandt. Ja. Wir waren häufig mit unseren Freunden halt draußen im Garten gespielt oder halt in der Nachbarschaft. Und dann hat mein Vater dann halt immer mit Absicht jetzt nicht den Lukas, sondern mich und halt die Freunde gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein Spiel zu testen. Und wenn dann alle Ja sagen, muss der Lukas natürlich mit. Ne? Die Emily hat sich immer riesig gefreut und ich wollte mich einfach nur mit einer Schaufel im Garten verbuddeln. Aber machst du nichts, ne? Muss ja gemacht werden. Hier haben wir eins von insgesamt 30 Exit-Spielen. Exit ist unsere Escape Room-Spielreihe. Das ist quasi das Brettspiel zum Live-Erlebnis Escape Room. Also Ralf hat im Konzept geschrieben, dass er ein analoges Escape-Spiel haben möchte. Die Schachtelgröße war vorgegeben, Materialumfang, kartenbasiertes Spiel. Eine Dekodierscheibe könnte drin sein, allerdings stand da noch nicht drin, wie die funktionieren sollen. Ja, und dass es halt um Rätsel gehen muss. Dann haben wir uns hingesetzt und angefangen. Wir wissen, dass Exit sich inzwischen, wenn man dem Verlag glauben darf, 14 Millionen Mal weltweit verkauft hat. Auf Deutschland bezogen, da ist Exit momentan die stärkste Brettspielmarke und hat eben Monopoly oder auch Uno, die gängigen, die man kennt, hinter sich gelassen. Vor allem, wenn man gefragt wird so von Leuten, die man kennenlernt, was machen deine Eltern beruflich? Und du sagst Spieleautor, und dann gucken immer erst alle verdutzt. Ne? Ja, ich würde sagen, Spiele waren schon immer ein sehr großer Bestandteil in unserem Leben, weil unsere Eltern das natürlich auch schon sehr, sehr lange, sehr gerne machen, Gesellschaftsspiele spielen. Willkommen in den Heiligen Hallen. Tada!
Das ist das, was sich in 22 Jahren so angesammelt hat. Das war das allererste Spiel, was wir gemeinsam gegeneinander gespielt haben. Auf unserem unserem ersten ja. Date. Wir kommen ja eigentlich von der Spielerseite. So sind wir, also wir waren schon immer Spieler und waren auch immer schon riesengroße Fans. Also wir haben vor der Messe Essen schon 2 Stunden kampiert, bevor die Türen überhaupt aufgemacht haben, mit Thermoskanne Kaffee und einer Sackkarre, mit der man die ganzen Spiele natürlich nach Hause transportieren kann, die man gekauft hat. Und sind hinter den Autoren her, haben uns Spiele signieren lassen. Und wohlbemerkt, die Spiele, die wir uns haben signieren lassen, haben wir auch immer doppelt gekauft, für den Fall, dass wir uns doch noch mal trennen, dass jeder sein eigenes signiertes Exemplar noch hat. Das stimmt. Ja, nicht jedes, aber viele. Auch da war ich wieder die treibende Kraft. Sie hat mich schon für bescheuert erklärt, aber es war meine erste richtig feste Freundin und ich wusste ja nicht, also ich hatte keine Erfahrung damit, wie lange sowas halten könnte. Jetzt bin ich 22 Jahre später deutlich schlauer. Ansonsten ein ganz normaler junger Mann, ne? Ja, ein Mann mit Hobby, ne? Also es gibt sicherlich auch Menschen, die reden so über Autos. Das tut er nicht, er redet so über Spiele, ne? Spielen hat in der Tat eine Entlastungsfunktion oder wie man heute so schön sagt, es setzt kreative Kräfte frei. Und wir wissen aus der Literatur, dass Spiel und Spielen sogar als Vorstufen der Kunst betrachtet wurden. Müssen wir ein Stück laufen? Wir sind hier im Bayerischen Spielarchiv. Das ist eine Institution, die von der UNESCO ausgezeichnet ist als Best Practice, als Vorbild zum Erhalt des immateriellen Kulturerbes Brettspiele spielen. Spiele, Spiele, Spiele und nochmal Spiele. In unendlicher Menge. Die Bedeutung von solchen Institutionen, die einfach das Spiel sammeln und dokumentieren, ist ein Schritt in diese Richtung, zu sagen, hey, hallo, schaut mal her, da ist ein Kulturgut, das wird erhalten. Das Spiel bildet ja alles ab, was Menschen tun und denken. Alles. Wenn irgendwelche Leute an ein sehr schwieriges Problem herangehen, das Erste, was sie sagen, lass uns das mal durchspielen. Aber es ist hier wirklich wie ein Labyrinth. Man kann hier in jeden Gang reingehen und findet immer wieder andere, neue, interessante Spiele. Ich heiße Tom Werneck, bin Leiter vom Bayerischen Spielearchiv und bin jetzt mittlerweile weltweit der am längsten mit Spielerezensionen zugange ist. Realistisch sind die Größenordnungen, die per anno rauskommen, ungefähr 600 Spiele. Es ist bei den Spieleautoren genauso wie überall. Es gibt viele, die irgendwo mal einen kleinen Erfolg haben und mitschwimmen. Neue Dinge, ganz, ganz neu rauszubringen, die was bewegen. Zum Beispiel wie die Siedler von Catan. Bewegliche Spielpläne und eine Regel, die man einfach kurz gelesen hat und man konnte sofort losspielen für ein komplexes Spiel. Das waren Innovationen, die etwas wirklich bewegt haben. Das sind die Namen, die natürlich dann Leuchtfeuer für die anderen sind. Ganz herzlich willkommen heute hier auf der Mainau und anlässlich der Eröffnung unseres Catan-Spielfeldes, was wir heute hier sehen können. Dass es toll aussieht, haben wir auch Ihnen zu verdanken, Herr Teuber. Sie haben das Spiel erdacht. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute da sind, dass Sie hier mit uns diese 25 Jahre Catan feiern. 2 Bänder müssten wir eigentlich zusammenfügen, nicht zerschneiden, weil ja, die Insel Catan und die Insel Mainau haben ja Gemeinsamkeiten. Und eine große Gemeinsamkeit ist die Freude, die sie schenken. Oh, das sind ja ein paar Schafe. Ja, ja. Ja. Und was ist das? Hafer? Hafer. Ja. Hab ich dir doch mal beigebracht. Ja, das habe ich schon.
Ich bin hier angekommen, da habe ich gleich gedacht, das wird Also Sie haben schon Erfolge gefeiert vor Katar? Ja, ich hatte 3-mal Spiel des Jahres. Und unter anderem wie Barbarossa, dann drunter und drüber, Adel verpflichtet. Aber die waren alle nicht so erfolgreich wie Katan. Und als ich nach 3 Jahren gesehen hatte, ist ja immer noch, verkauft sich ja besser als im ersten Jahr, war mir klar, dass es ein dauerhafter Erfolg werden würde und ich davon leben könnte. Ist Ihnen noch mal ein Erfolg gelungen nach Katan? Das ist ein einzigartiger Erfolg, muss man Das ist klar. sagen. Ja. Und den kann man so auch nicht wiederholen. Also ich kann es nicht. Und ich habe irgendwie den Zeitgeist damals getroffen, ohne es zu wissen. Okay. Ja. Und auch gar nicht beabsichtigt, weil ich habe meine Spiele eigentlich immer für mich und für meine Familie gemacht. Mir war es immer wichtig, dass es uns gefällt, dass wir Spaß dran haben. Du moderierst heute Abend. Aber was machst du danach? Party? Nein, wir werden Siedler von Katan spielen. Punkt 8 Uhr startet unser Spieleabend. Fantastisch. Im Ernst? Wir posten es nachher auf Instagram. Wir spielen wirklich Siedler von Katan. Was ist das für ein Spiel? Es ist ein wunderbares, Es ist das verrückteste, intensives, wunderbarste, strategisches... 2 Stunden. Es hat Freundschaften ruiniert und wir streiten beim Spielen. Versprichst du uns, dass du nachher ein Instagram-Foto davon postest? 100%. Monopoly, Risiko, Tabu. Das war gefühlt bei jedem zu Hause im Regal. Und dann kam Siedler von Katan und hat die Spielewelt revolutioniert. Dass es keinen Spielplan gibt. Ja. Dass man den jedes Mal neu zusammenpuzzeln kann. Dass man sich was Eigenes aufgebaut hat, das hat permanent ein positives Gefühl erzeugt. Und bei Katan war es eben so, dass sich Gruppen regelmäßig verabredet haben, um dieses Spiel zu spielen. Das hat halt eine unheimliche... Also das hat unheimlich viele Leute zum Spielen gebracht, glaube ich. Auf einem Spielewochenende vom Kosmos Verlag, das war eigentlich das Siedler von Katan Wochenende, da war halt auch Klaus Teuber. Und da hatte ich dann auch wieder feuchte Hände. Du sollst die peinlichen Sachen nicht erzählen. Doch, das kann man jetzt, 22 Jahre später, alles erzählen. Ja, wir haben halt unseren kleinen Sohn dabei gehabt. Und dann musste Klaus Teuber den auf den Arm nehmen und wir haben dann ein Foto gemacht. Ja, das haben wir auch noch. Ich wusste auch nicht, dass das existiert tatsächlich. Ja. Das zeigt dann vielleicht doch, dass unsere Eltern Nicht ganz so normal wie andere. nicht ganz so normal wie andere Eltern sind. Ich glaube, ich war ein Kind, das sich sehr gut alleine beschäftigen konnte und dann so seine eigene Welt hatte. Meine Eltern haben ja so mit mir nie gespielt, aber sie haben mir Spiele geschenkt. Jede Menge. Und das war dann immer so eine kleine, schöne Welt, so eine Schachtel. Da lag Spannung drin, da lag eine kleine Welt drin verborgen. Und es war für mich dann spannend, die zu erleben. Meine Eltern haben später dann mal gespielt. Mensch, ärgere dich nicht. Und das waren heiße Dramen mit ihren Freunden. Man denkt ja, Mensch, ärgere dich nicht, sei eine deutsche Erfindung. Das ist es aber bei weitem nicht, sondern es kommt eigentlich aus Indien und hat dort den Namen Parisi. Man zieht also mit diesen Figuren, ähnlich wie beim Mensch, ärgere dich nicht, hier über diesen Spielplan. Und wer zuerst einmal außenrum ist und wieder zu Hause, der hat dann im Endeffekt das Spiel gewonnen, wenn er hier in der Mitte angekommen ist. Es wurde ja schon immer auch gespielt, nur die Auswahl an Spielen war eigentlich geringer. Es konzentrierte sich auf die 2, 3 Kartenspiele, Skat, 66, Romme, irgendwann kam Kanaster dazu bei den Kartenspielen und vielleicht 10 Brettspiele, wenn man sich also bemüht, kriegt man die zusammen und das war's. Und so allmählich mit steigendem Freizeitverhalten der Leute, kürzere Arbeitszeiten, war auch der Raum für Spiele, dass man überhaupt Spiele spielen konnte, war auch da. Und das hat dann noch mehr Auftrieb oder Antrieb bekommen durch eine Kolumne in der Zeit von Eugen Oker. Der hatte die erste Spielekritik da und da wurden immer neue Spiele vorgestellt. Und das war eine wichtige Informationsquelle, weil woher sollte man das sonst wissen? Sie sehen so lustig aus.
Dankeschön. Das täuscht, gell? Erfinden Sie vielleicht Spiele? Sind Sie Spielerfinder? Ja. Das ist er auch. Aber das ist nicht der Beruf, den wir suchen. Ist es auch ganz gut, dass Sie Schreiben gelernt haben für Ihren Beruf? Ist immer nützlich, aber ich würde sagen, ja. Sind Sie eine Art, könnte man sagen, eine Art Journalist? Ja. Also Sie sind Kritiker von Spielen? Ich glaube, wir müssen uns geschlagen geben. Ja, genau. Das ist er. Es ist bisher immer die Meinung vertreten worden, jedenfalls in diesem Lande, dass ein Spiel eher ein Subkulturgut als ein Kulturgut ist. Und hier einen Wandel zu schaffen, das war eigentlich die Absicht. Das Spiel ist also wirklich, will ich sagen, ein ganz altes Kulturgut und wir sollten es nicht preisgeben. Eben, es sollte eigentlich wieder neu in Schwung kommen. Es ist ein Kulturgut seit Anfang an. Also schon die Steinzeitmenschen haben die ersten Spiele in die Wände geritzt. Ja, es gehört zu der Kultur dazu, auch was gespielt wird, wie es gespielt wird. Es ist einfach ein kultureller Bestandteil. Stellen Sie sich vor, es gäbe keine Spiele. Überlegen Sie mal einen Moment, es gäbe keine Spiele. Was das für ein Verlust wäre. Und das ist ein kultureller Verlust. Irgendwann habe ich dann mal beim WDR angerufen und gesagt, wollt ihr nicht mal eine Sendung über Spiele machen? Und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie mal vorbei. Und dann bin ich dahin und habe denen erzählt, dass es ja so viele interessante Spiele gibt und auch Geschichten über Spiele. Und dann fanden die das gut und dann haben die gesagt, okay, dann machen wir jetzt eine Sendereihe draus. Mogeln Sie denn auch manchmal? Darf man nicht. Er nimmt also alle heraus. So. Und leider ist die Spielanleitung nur in Englisch. Ja, das ist wirklich traurig. Aber immerhin schon 1000 Jahre alt. Ja. Ja, Spiele der Chinesen und Japaner ist zumindest den Spielwarenherstellern nicht ganz unbekannt, wie du hier an diesem vollen Tisch siehst. Ein reichhaltiges Angebot. Das waren ja so die Anfänge vom Siegeszug des Brettspiels. Also hat sich was aufgebaut, das dann den Weg geebnet hat für das Brettspiel und Kartenspiel. Ja, ich finde, hier hat man einen schönen Blick, oder? Ja, hier der Odenwald, die höchste Erhebung hier, das ist Neunkirchner Höhe, knapp 600 Meter. Und ja, dann geht es hier eben nach Rostorf runter und man hat hier einen schönen Rundumblick. Der erste Wunsch, ein Spiel zu entwickeln, kam eigentlich mit einem Buch. Und das war die Schule der Rätselmeister von Patricia McKillip, einer bekannten Fantasy-Autorin. Und in diesem Buch erlebt der Leser, wie Zauberer es nicht sich irgendwie so dumpf mit Blitzen bekämpfen, sondern sich Rätsel stellen. Also Rätselwettkämpfe. Das hat mich wahnsinnig fasziniert. Und ich habe mir überlegt, wie wäre das in einem Spiel zu erleben. Also dass die Leute sich Rätsel gegenseitig stellen und die dann auch lösen müssen. Und so entstand das spätere Barbarossa. Und das war so mein erster Kontakt, kann man sagen, zu diesem tollen Gefühl, ein Spiel zu entdecken, zu entwickeln, aber auch gleichzeitig zu entdecken. Das ist eine ungeheure Faszination für mich gewesen und das habe ich jahrelang nur für mich alleine gemacht. Also mir war gar nicht bewusst, dass man damit Geld verdienen kann. Das sind Prothesen für 3 Darmstädter Bürger, die damit schon bald wieder lückenlos lächeln können. Natürlich darf keiner merken, dass nicht alles echt ist und dafür sorgt Klaus Teuber, Mitinhaber eines Darmstädter Zahntechniklabors. Ende der 70er Jahre, da hat es angefangen, da war ich so im ersten oder zweiten Lehrjahr, dass die Umsätze stark zurückgegangen sind im Dentallabor. Wir hatten aber fast 70 Mitarbeiter, waren einfach zu viele. Zu viele Mitarbeiter, zu wenig Arbeit. Und ich musste dann halt versuchen, irgendwie neue Kunden zu akquirieren, was mir auch teilweise gelang. Aber es reichte vorne und hinten nicht und sind wir jahrelang so knapp immer jedes Jahr am Ruin vorbeigeschraubt. Mich hat es meine ganze Kraft damals gekostet und auch viel Kraft meiner Frau, weil sie musste sich um 3 Kinder kümmern, während ich eben manchmal 14 Stunden am Tag am Arbeiten war. Und der Höhepunkt war irgendwann in den 80er Jahren, da stand dann der Gerichtsvollzieher vor der Tür, weil eben irgendeine Zahlung ausblieb von uns. Und der ist dann durchs Haus gelaufen, hat geguckt, was er so markieren könnte. Und es gab eigentlich nur das Klavier, so ein einfaches Klavier meiner Tochter. Und da hat er eine Einzehen gehabt und hat da nichts drauf geklebt. Das wollte er nicht wegnehmen. Letztlich war es dann das Spiel entwickeln,
was mir so eine Zuflucht geboten hat und das mich dann Abstand gewinnen ließ von diesem Alltag. Im Wesentlichen steht das Spiel ja auch zu 95%. Was wir jetzt nur noch machen, sind leichte Ausbalancierungen. Das geht um die Bewegungskarten und vor allen Dingen ist das sogenannte Seil in der Kritik. Dass das nicht seinen Effekt hat. Von daher macht es jetzt Sinn, nicht auf Grafiken zu achten oder sonst irgendwas, sondern wirklich nur auf Mechanik. Alle, jetzt kannst du noch mal einen nehmen, Fabian. Dann mach es auch. Das hast du noch, da kommen keine 3 Drachen. Ich bin, ne? Und tschüss, Gerrit. Ja, du gehst jetzt aber 2 raus, Kollege. Ja. Gott, bist du blöd. Also, ich musste, du Nase. Nee, du hättest auch das Gold nehmen können. Nein. Wieso nicht? Doch, natürlich. Riggle. Hier geht richtig tief in die Höhle. Nee. Komm, Fabian. Nein! Ist so. So, jetzt wird's spannend. Also Seil raus, ja oder nein? Ja. Es hat keine Funktion. Dann ist es an dieser Stelle klar, das Seil fliegt raus, alles andere muss verteilt werden und dann ist erstmal ein Deckel drauf. Ja. Also die Grundlage war ein Spiel von befreundeten Autoren, was thematisch mit Drachen zu tun hatte, aber für Vielspieler so ab 14 Jahren eher geeignet war, also sehr strategisch. Und daraufhin habe ich dann das Thema komplett neu gedacht und habe es aus Sicht eines 6-jährigen Kindes überlegt, was an dieser Konstellation ist interessant. Bei dem Spiel geht es darum, dass die Spieler als Zwergen in einer Mine entweder Gold schürfen oder vor dem Drachen wegrennen. Das heißt, man hat immer die Wahl zwischen Gold sammeln und flüchten. Das Interessante dabei ist, dass das Spiel selbst den Drachen lenkt, indem es durch Karten dafür sorgt, dass der Drachen in Bewegung gesetzt wird. Also in dem Moment, wo jemand mir einen Prototyp schickt, muss er damit rechnen, dass der Nicht-Teile wieder zurückkommt. Den habe ich ja komplett zerschnitten und zerpflückt und in seine Einzelteile zerlegt. Wenn ich Prototypen zerschnibbel oder auseinandernehme, versuche ich an den Mechanismus ranzukommen, den ich für den zentralen Mechanismus halte, um den erstmal freizulegen. Das heißt, in den allermeisten Fällen wird ein Prototyp dann deutlich abgespeckt und reduziert im Prinzip auf einen Aspekt. Nicht kleinkariert. Nicht kleinkariert. Vielleicht. Der ist zwar. Der ist überhaupt nicht Doch, schockiert. der ist positiv schockiert. Überrascht nennt man das dann. Ja, überrascht. Wir nehmen verbissen. Wir nehmen verbissen. Ja. Ich mache es, weil es Spaß macht, auch der Prozess, dass man an dem Spiel arbeitet, dass man ein Jahr hin und her schiebt, guckt, so funktioniert das nicht. Man das in Testspielgruppen reingibt und sozusagen von der ersten Idee, die noch sehr abstrakt ist, über verschiedene Prototypen, Stati dann zu einem fertigen Produkt kommt. Und dann ist im Prinzip mit dem Druck des Spiels und dem Abschluss sozusagen und der Datenfreigabe eigentlich schon alles passiert, was für mich interessant ist. Wenn man etwas bewirken kann in der Welt mit irgendwelchen Themen, dann ist es natürlich schön. Ich bin kein Umweltaktivist, mache aber trotzdem gerne jetzt Spiele mit der Umwelt, um es auszuprobieren. Das Spiel spielt in Ghana und der Anfang von allem war ein Artikel aus der Zeitung. Da wurde über die Flughunde geschrieben. Die fressen die Früchte und durch die Ausscheidungen werden die Samen weiter transportiert. Bis zu 96% aller Bäume, die in Afrika stehen, kommen durch Ausscheidungen von Flughunden. Dafür musste erst eine Sensibilisierung in Ghana stattfinden, dass das wirklich wertvolle Tiere sind. Und das hat mich sehr fasziniert. Du kannst Spiele mit dem Zeigefinger machen in verschiedenster Art und Weise. Das ist Umwelt nur ein Bereich, es gibt noch andere. Aber dass ich das wirklich die fliegen weg und dann darf man sich irgendwo mit einem Baum pflanzen, das in ein Spiel umzusetzen, das war für mich eine Besonderheit, weil ich da wirklich aus diesem engen Korsett heraus einen Mechanismus entwickelt habe. Und wenn ich auch total abgebrüht inzwischen bin, das Spiel gefällt mir nicht, zeigt mir das nächste, dann sage ich, halt gut, zeige ich dir das nächste, das ist vollkommen in Ordnung. Bin ich bei diesem Spiel doch schon ein bisschen nervös, wie es ankommen wird, weil es irgendwie tatsächlich was Besonderes für mich ist.
Wir sind hier heute im wunderschönen Kloster Plankstetten, wo wir uns einmal im Jahr treffen, um Brettspielprototypen zu testen. Also das ist jetzt ein Prototyp, an dem ich schon länger arbeite. Das ist ein Flip and Ride. Das heißt Zwergendorf. Jeder hat hier einen Sheet mit einem Dorf, auf den verschiedene Sachen eingetragen werden. Es gibt hier Kartenphasen, es gibt Produktionsphasen. In den Produktionsphasen trägt man von manchen Sachen, die man schon eingetragen hat, zusätzliche Sachen ein und es wird dann immer mehr. Ich bräuchte 3 Spieler. Okay. Das ist euer Zwergendorf. Es gibt 4 Grundwaren. Das ist Münze, Holz, Stein, Bier. Hier unten seht ihr, für was es alles Punkte gibt und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Für jedes Steinfeld eine Mauer, die belegt 2 Felder und ist schraffiert. Und innerhalb von der Mauer muss dann Taverne und Mine sein. Das ist praktisch mein Lager. Zusätzlich. Endabrechnung. Da schaut ihr jetzt da unten auf eurem Zettel. Wie hat es euch denn gefallen erstmal? Also am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott. Ich war überrascht, dass man dann doch relativ schnell reinkommt. Ja. Und ich glaube schon, dass man ein paar Partien braucht, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wird produziert, was kommt noch rein. Okay, vielen Dank. Wir arbeiten zusammen, wir unterstützen uns und wir helfen uns mit dem Ziel, dass die Spiele besser werden. Ich glaube einfach auch ganz wichtig, wenn man mit anderen Autoren testet, dass die zum einen eine sehr fundierte Meinung zu den Spielen haben und auch hier in dem Kreis kein Blatt vor den Mund nehmen, weil wenn man jetzt mit der Verwandtschaft oder mit Freunden testet, naja, die sagen es einem vielleicht dann doch nicht ganz so deutlich, dass es nicht passt, während wir da eher keine Hemmungen kennen. Also wir können zwar uns hinsetzen und alleine entwickeln, aber wenn wir nicht testen und spielen und uns austauschen, bleibt das Ergebnis wahrscheinlich ein minder gutes. Und man muss dazu sagen, dass die Branche im Gegensatz zu anderen Branchen auch eine relativ nette Branche ist. Naja, es wird oft gesagt, aber letztendlich ist es eine Branche mit harten Bandagen. Aber das Schöne ist, dass wir auf der Autorenseite doch viel miteinander haben. Wer von euch macht das wirklich hauptberuflich? Und was machen denn die anderen eigentlich so als Beruf? Ja, wir sind hier mitten im Herzen von Gummersbach, meiner Heimatstadt, in der ich seit meinem 3. Lebensmonat lebe. Und ja, hier fühle ich mich zu Hause. Morgen. Das ist mein Arbeitsplatz, wo ich 3-mal in der Woche noch Versicherungen verkaufe mit meinem Team. Ich habe hier 7 Mitarbeiter, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Und ansonsten habe ich halt gerne Kontakt zu Menschen. Markus Brandt. Ich bin halt nicht umsonst Versicherungskaufmann, da steckt das Wort sicher drin. Und die Sicherheit ist mir immer das Wichtigste gewesen. Ich mache das immer noch gerne, weil es für mich ein wunderbarer Ausgleich zum Spielerfinden ist und weil ich auch glaube, dass es unserer Beziehung ganz gut tut, wenn ich nicht 24/7 zu Hause bin, sondern auch jeder mal seine Auszeit vom anderen hat. Und umso kreativer und entspannter ist nachher das Arbeiten an den Spielen. Wir sind eigentlich nur einem Traum hinterhergejagt. Das ist wie Songwriter mal ein Lied veröffentlichen wollen, so wollten wir unbedingt mal eine Spielidee veröffentlichen. Nur ein einziges Mal ein Spiel im Laden stehen haben von uns. Dass das mal so wird, wie es heute ist, dass wir davon leben können und dass wir sehr erfolgreich damit sind, das war ja nie der Plan. Tatsächlich kann jeder Spieleerfinder werden. Unsere ersten Prototypen haben wir noch mit einem Farbkasten gemalt. Also da haben wir noch gar nichts ausgedruckt. Da haben wir wirklich aus Pappkartons Plättchen ausgeschnitten. Ich bin in den Baumarkt gefahren, habe so Rundhölzer gekauft, die wir als Spielemarker auseinandergeschnitten haben und bemalt haben. Also Spiele erfinden kann eigentlich jeder, weil am Ende verkauft man seine Idee. Die Idee ist ja der ganze Mechanismus dahinter. Womit spiele ich überhaupt? Karten, Würfel, Worker Placement, da gibt es ja zig Möglichkeiten. Und meistens sind es ja mehrere Mechanismen, die ineinander greifen und das ist die eigentliche Spielidee. Es wird geschummelt, getrickst und gelogen.
Es geht darum, als Erster alle Karten loszuwerden und dabei ist wirklich alles erlaubt. Spieleabend bei Familie Brandt. Hier wird nicht einfach so gespielt und auch nicht irgendein Spiel. Familie Brandt spielt ihr eigenes Spiel. Mogelmotte, erfunden von Tochter Emily und Sohn Lukas. Weil uns langweilig war und wir wussten nicht, was wir machen sollten, und dann haben wir gedacht, wir können doch mal versuchen, ein Spiel zu erfinden. Und dann haben wir überlegt, was es nicht so oft auf dem Markt gibt. Und dann sind wir halt auf den Schluss gekommen, ein Spiel, wo man halt mogeln darf. Ich erinnere mich noch daran, wie wir das erste Mal gespielt haben in deinem Kinderzimmer und wir jeder auf so einem Stapel Karten gesessen haben, die wir alle weggemogelt hatten. Auf 500 Notizblätter kritzelten sie Zahlen, von 1 bis 10. Doch all diese Karten loszuwerden, dauerte ganz schön lange. Gut, dass es Testspieler gibt, denen sowas auffällt. Die ersten waren Mama und Papa. Ich finde nur, es sind viel zu viele Karten. Und die Regeln sind noch ein bisschen chaotisch, dadurch, dass jeder immer pfuscht und jeder immer aufpasst, ist es etwas schwierig. Aber die Grundidee ist super, vor allen Dingen das Mogeln ist super. Ich kenne kein Spiel, wo man das darf. Ja, und da war es tatsächlich so, dass dann mal die Rollen getauscht wurden. Wir durften unseren Eltern unser eigenes Spiel vorstellen und dann mussten die mal testen, was für mich auch ganz cool war, damit sie mal wissen, wie das ist, wenn man da immer zu verpflichtet wird. Ne? Ist das denn zu schwierig? Nee, du musst halt eine Regelung für finden. Er hat ja schon recht, wenn er das so sieht, dann glaubt er, das Seil muss vorne beim Knoten sein. Also so. Und dadurch wird es dann falsch. So, welche Monster sind nicht durchgestrichen? Das kleine Runde, das süße Dicke. Welcher noch? Auf der Rückseite der gelbe Kollege hier. Ja, dann gib mal ein. So, das und das. Jetzt muss auf der Rückseite gucken. Grüner Haken. Oh, geil. Ich habe dir geschafft. Ja, schön. Also haben wir alles spiegelverkehrt auf den Karten. Bombe. Bombe, alles noch. Man kennt es ja aus den letzten Jahren, es ist halt teilweise echt stressig, weil den ganzen Tag Gefusel ist. Aber sobald man dann wieder hinterm Stand steht und die Spiele 1-2 Mal erklärt hat, ist man wieder mittendrin in dem Getummel und hat auch wirklich Bock. Dieses Jahr haben wir Mine dabei, oder My Goldmine, wie Cosmos es dann genannt hat. Aber promoten das trotzdem, weil es natürlich, ja halt, wie gesagt, unsere Spielidee ist und das Spiel uns auch am Herzen liegt. Die Idee, ja auch schon gut vor einem halben Jahr war ja, dass wir den Verlag, ich sag mal, ausdünnen. Wir haben ja wirklich alle Aufgaben übernommen, bis auf den Druck. Und dass wir uns vor allen Dingen auf das Game Design konzentrieren. Weil die anderen Bereiche, die da eben zugehören, die sind für uns einfach auch nicht mehr leistbar. Und geht es auch so ein bisschen so um die Frage, wie sehr braucht es noch diese ganze Firma, ne, den Verlag? Oder gehen wir einfach nur auf Autorenschaft von Michael? Das ist eine Frage, die sich jetzt auf jeden Fall stellt. So, ne? Es wird jedes Jahr mehr. Es macht einfach Spaß, wenn man die so sieht, wie die alle spielen. Ja? Alle sind hier zum Spielen, ist das nicht irre? Nicht zu fassen, wie viele Hallen jetzt hier sind.
Ja, das Ding ist, da stoße ich immer wieder drüber. Aktionsfeld verschieben ist 6., aber Heimkehr der Arbeiter ist erst 7. Das heißt, der Arbeiter wird mit verschoben. Hat das einen Grund? Ist doof. Es andersrum zu machen, hat was anderes Doofes. Und das habe ich vergessen, was es war. Das ist schon schön zu hören, dass das auf einem guten Weg gerade ist. So, dann machen wir ein paar Spielzüge. Ich habe viel Platz für Bäume. Ich werde trotzdem eine Landschaft und einen Flughund nehmen. Und damit habe ich meine 3 Flughunde und kann die jetzt eigentlich schon... Kann ich die noch im gleichen Zug fliegen lassen? Oder muss ich auf den nächsten Zug warten? Ich gebe dir gerne die Antwort. Ich würde mich aber interessieren, was du intuitiv sagst. Positiver fühlt sich an, gleich fliegen lassen. Exakt das, was ich sage. Ich esse noch ein Obst. 2 Obst. Dann gucken wir in die Obstzeile. Und da stehen Flughunde drin, die jetzt durch Obst angelockt werden. Da haben wir beide einen Flughund, den wir jetzt noch extra bekommen. Und jetzt, mein Sohn sagt, kacken Sie einen Baum aus. Was stimmt, weil das sind die Ausscheidungen, aus den Samen entsteht ein neuer Baum. Warum passiert das so schnell? Es ist natürlich absolut eine bewusste Verfälschung. Denn ich wollte ja pädagogisch bewirken, dass mein Sohn unmittelbar merkt, welchen schönen Effekt die Flughunde erzielen. Dadurch weiß er das heute noch, was Flughunde in Ghana machen. Die Geschichte wird überall super aufgenommen. Also gerade das ist was total Ungewöhnliches ist, wo man mal nachfragen muss, stimmt das überhaupt? Gibt es das überhaupt wirklich? Es ist schon großartig, wie durch eine kleine Holzscheibe und einen kleinen Holzwürfel entsteht eine Geschichte in den Köpfen. Und eine Diskussion. Also das ist schon eine spannende Sache. Gold, du gehst wieder 2 Schritte tiefer in die Mine. Also der Drache lässt auf sich warten, aber irgendwann wird er kommen. Ich habe einen Exit. Und jetzt wird es schon etwas heißer, sage ich mal. Soll ich zu dir? Du bist gierig, Kim. Ja, bin ich euch, ne Gold. So, das ist ein Partyspiel und das sieht dann quasi so aus. Es ist hier so ein Rädchen und das muss ich quasi 6-mal basteln. So, also drucken, 1 bis 4. So, auf der Messe hatte ich auch wieder ein neues Spiel. Da gibt es auch ein paar Interessenten, aber ja, wenn ich das verschickt habe, heißt es halt wieder abwarten. Warten, warten, warten. Warten, warten, warten. Mach halt. Du kriegst ja immer wieder Absagen, die dich runterziehen. Und ich denke bestimmt 3-mal im Jahr ans Aufhören nach, weil es echt anstrengend ist. Also ich habe zwar sehr viel Glück immer, weil ich ja doch Veröffentlichungen habe, aber wenn das nicht wäre, dann würde ich das nicht mehr machen. So, die Schachtel ist fertig. Gut, jetzt muss ich das Ganze noch 5-mal machen. Hello. Hallo? Und zwar geht's darum, ich wollte ja nach Hessen kommen. Kommst du noch? Ja. Ende Februar, der 25. Ah ja, perfekt. Okay, also ich halte mir auf jeden Fall mal den Termin frei. Ist dann die Grafik schon soweit, oder? Cover ist fast fertig. Ah. Kann ich dir demnächst zeigen. Okay. Genau. Also bleibt jetzt der Name Zwergendorf? Bleibt es jetzt? Rita Models Zwergendorf. Okay. Bezüglich der Anleitung hattest du mir jetzt noch keine aktuelle geschickt gehabt, genau? Soll ich dir eine aktuelle schicken, oder? Wenn du eine aktuellere hast, dann... Ich muss sie noch mal neu schreiben. Also das ist jetzt kein Problem. Ich muss es nur wissen, aber ich muss sie komplett neu schreiben, weil sich da so viel geändert hat. Dann
kommt jetzt noch ein bisschen Arbeit auf mich zu. Okay, dann wir sehen uns spätestens am 25. Freut mich. Ciao. Macht's gut, tschüss. Ja, jetzt muss ich halt die Anleitung schreiben. Ja, Anleitung schreiben ist jetzt nicht so der Burner. Da könnte ich heute auch noch anfangen, aber ich habe ja dieses andere Spiel, was ich noch ausschneiden muss. So. Ich schreibe gerade die Regel und mir fällt auf, die Keksdosen haben wir noch nicht. Mhm. Hast du die schon angelegt? Nein, muss ich noch mal. Ich schreibe jetzt, dass es 6 Keksdosen gab, die geklaut worden sind. Mhm. Nee, Kind. Habe ich es falsch gemacht? Ja. Oh. Im Moment mache ich das täglich, da komme ich jeden Morgen hier hin und dann verbringe ich eigentlich fast den ganzen Tag hier bis nachmittags oder abends. Aber geplant ist das jetzt nur so lange, bis ich mein Studium anfange im September. Ich habe ja auch Spaß dran, aber ist jetzt halt, ich glaube nicht, dass ich das so alleine machen könnte. Die meisten Spieleautoren machen das nebenbei. Und das wird halt immer die Unsicherheit bleiben. Man weiß nicht, wie sind die Verkaufszahlen, man weiß nicht, nimmt der Verlag das Spiel. Und wenn man sich halt festlegt, das hauptberuflich zu machen, ist ja die Frage, ich kann im Moment viele Ideen haben, aber wie sieht das in 5 Jahren aus? Und irgendwie gibt es auch nicht zwingend immer ein Wochenende. Also gerade bei den Autoren, die es nebenberuflich machen, die opfern ihre gesamte Freizeit fürs Spiele entwickeln. Und dann muss das schon wirklich eine Leidenschaft sein, damit man das dauerhaft so betreibt, weil man hat ja auch noch Freunde und andere Hobbys, denen man nachgehen möchte. Und so eine Spielentwicklung frisst doch auch viel Zeit. Und jetzt habt ihr ja viel Erfolg. Werdet ihr denn auch erkannt? Zum Glück nicht, sage ich dann immer. Also wenn wir auf die Messe nach Essen gehen oder nach Nürnberg, erkennt man uns, weil sich da eben die Branche tummelt. Aber in unserem normalen Leben ist uns, glaube ich, 2-mal passiert, dass wir darauf angesprochen wurden. Findet ihr das gerade gut, dass man so unter dem Radar läuft? Also ich finde es so wunderbar, wie es ist. Es hat ja schon mal hier und da jemand eine Kamera auf uns gerichtet und dadurch hat sich wirklich nicht viel geändert. Da müssten wir schon in der Daily Soap Spiele erfinden, glaube ich, damit man uns dann wiedererkennt. Gar nichts von dem, was in den letzten Jahren passiert ist, haben wir kommen sehen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Da Messe 2012, Deutscher Spielepreis. Obwohl wir mit Villagy gewonnen haben, hat sich sowieso kein Mensch für uns interessiert, weil natürlich das absolute Highlight war, dass 2 Kinder ein Spiel entwickelt haben, das gewonnen hat. Kamerateam, Radio. Und da stehen wir und keiner will was von uns wissen. 20 Kilo leichter war ich da. Und stolz wie Oscar. Die Nominierung zum Kinderspiel des Jahres für Fluss der Drachen in Berlin damals noch. Aber hier, guck. Die Preisverleihung von Village. Man soll total relaxed sein und gemeinsam mit der Jury beim netten Abendessen zusammensitzen und man versucht einfach nur jeden Blick zu deuten. Das ist die Hölle. Bei Exit war es wirklich grauenhaft. Es war einfach grauenhaft. Das war wirklich spannend. Ja, und dann fällt alles ab, wenn man plötzlich aufgerufen wird. Schreien wir sogar ziemlich laut. Der Ralf freut sich leise. Da haben wir den Pöppel abends mit ins Bett genommen. Die erste Nacht haben wir ganz gut auf ihn aufgepasst. Und es ist halt auch ein ganz wichtiger Preis, weil jede Oma, die Weihnachten ein Spiel verschenkt, eben auf dieses Label guckt. Das war unser erstes prämiertes Spiel. Und hier sieht man den englischen Vorläufer, also das englische Original sozusagen, Hare and Tortoise, so hieß das. Und das Interessante ist, dass der Verlag dieses Spiel eigentlich einstampfen wollte. Dummerweise hat dann die Jury Spiel des Jahres dieses Spiel zum Spiel des Jahres gemacht, weil es einfach eine ganz geniale Spielregel hatte und eine tolle neue Spielidee. Und ich glaube nicht, dass der Verlag deswegen sehr böse war, weil das ist, glaube ich, bis heute im Angebot.
Um mal eine Größenordnung oder eine Vorstellung zu geben, welche wirtschaftliche Bedeutung dieser Preis mittlerweile auch für die Verlage hat. Ein gutes Spiel verkauft sich vielleicht 10.000 Mal. Wenn ein Spiel Spiel des Jahres wird, dann steigt die Gesamtauflage ungefähr auf 400.000 und mehr. Parisi, und das ist das Stichwort für den Jürgen. Und schon hole ich das Feld, wie die alten Inder aus dem Turban. Wo hast du denn deinen Turban? In diesem Fall aus der Tasche. Aus Ausstattungsgründen ist der Turban gestrichen worden. Wenn man so eine Sendereihe macht, dann muss man natürlich gucken, was gibt es Neues. Also man kann ja nicht nur vorhandene Spiele vorstellen, fährt dann automatisch zur Spielwarenmesse nach Nürnberg, eine der größten weltweit, über Spiele und alles, was dazugehört. Nachdem ich sehr neugierig war und eben direkt vor der Spielwarenmesse gewohnt habe, habe ich mir einfach gesagt, ich möchte diese ganzen wunderbaren Größen dieser Branche kennenlernen. Und ich lade einfach ein zum Messevorabend am Kamin in meine Wohnung. Damals war halt das weit verbreitete Spielmaterial in den Familien war Dame, Mensch, ärgere dich nicht, Halma, Mühle, Schach. Und da waren dann halt die Überlegungen, wie kann man das schaffen, die Leute darauf hinzuweisen, dass es eben interessante Spiele gibt. In einer Gesprächspause, die er sehr sorgfältig abgewartet hat, hat Jürgen Herz so ganz leise, aber deutlich reingesagt, warum wählen wir nicht eigentlich ein Spiel des Jahres? Und ich kann mich genau erinnern, da war erst mal ein Moment totale Stille. Und dann kam Bernhard Tholey und sagt, um Gottes Himmels Willen, was wird denn da die Industrie sagen? Deswegen werden die ja gar nicht mögen. Und ich weiß noch wie heute, wie Jürgen Herz damals sagte, hallo, wer sind wir eigentlich? Wir sind Spielekritiker. Wir sind unseren Lesern, unseren Hörern, unseren Zuschauern im Fernsehen verantwortlich und nicht der Industrie. Ja, das fand auch sofort Zustimmung. Aber das hätte nicht gereicht, um dieser Idee zum Erfolg zu verhelfen. Wir haben überlegt, was wäre die tollste Form der Übergabe, um diesen Preis sichtbar und bekannt zu machen. Verteidigungsminister, Außenminister, Finanzminister, Wirtschaftsminister, was haben wir denn da noch? Familienminister. Hat nicht lang gedauert, eine Woche. Dann hat ein Referent geschrieben, die Ministerin wäre bereit, es zu machen, allerdings unter Bedingungen. Sie hätte es gern an dem Ort, wo sie gewählt wird, weil sie in ihrem Wahlkreis immer nie sichtbar wird. Dort haben wir gesagt, uns ist es doch gleichgültig, ob das jetzt Rosenheim oder Flensburg ist. Wo auch immer. Wo ist es denn? Essen. Mit einem solchen Publikum ist das Forum der Volkshochschule Essen selten besetzt. Familien aus ganz Deutschland waren hier zusammengekommen, um spielenderweise den Rahmen für die Vorstellung des Spiels des Jahres zu liefern. Aus Hunderten von Gesellschaftsspielen hatte der Verein Spiele e.V. eines gewählt, das nun Zeichen setzen soll. Wenn Sie bedenken, dass jedes Jahr Hunderte von neuen Spielen auf den Markt kommen, von denen sehr viele, und wir haben jetzt 10 ausgewählt, eins davon ist das Spiel des Jahres, von denen sehr viele es wert sind, gespielt zu werden, dann ist das doch sehr bedauerlich, dass es eben nicht mehr in der Familie gespielt wird und dass es immer bei diesen herkömmlichen, überbrachten Spielen bleibt. Kommen wir mal zum Spiel des Jahres. Das gibt es ja seit 1979. Inzwischen zum 7. Mal. Und mir hat jemand am Telefon gesagt, das ist die 2,5 Millionen Frage, was das Spiel des Jahres ist. Das heißt, ist ein riesen Werbeeffekt, ist ja ganz klar. Sind Sie da noch unabhängig von den ganzen Firmen, die wir da hinten so schön aufgebaut haben, ganz ausgewogen? Wir sind da geradezu penibel. Also es ist ja bei uns in der Satzung festgelegt, wer an Spielen verdient als Autor oder als Mitarbeiter eines Verlages, kann nicht in der Jury mitarbeiten. Und in der Vergangenheit haben wir ja immer wieder gezeigt, dass das funktioniert. Als ich dann einen Anruf bekam von Herrn Tholey, dachte ich erst, der Herr Dr. Tholey ist am Telefon. Welcher Zahnarzt ist denn das? Vielleicht ein neuer Kunde. Die Auszeichnung gilt dem Autor Klaus Teubner und dem Verlag Asleinfeld. Herzlichen Glückwunsch. Barbarossa und die Rätselmeister, so der Titel des auserkorenen Spiels, stellt hohe Anforderungen an die 3 bis 4 möglichen Teilnehmer. Da gilt es, aus Knetmasse rätselhafte Figuren zu formen, die die Mitspieler erraten müssen. War ich natürlich erstmal platt.
musste ich mal erst auf die Toilette und ganz alleine mit mir sein. Das war unvorstellbar gewesen. Ne? Ich meine, einmal halt diese Ehre, ja klar, aber zum anderen halt auch die Aussicht auf eine Befreiung aus der finanziellen Notlage, in der wir damals steckten. Ne? Das war schon also wirklich ein Geschenk des Himmels für mich. Ich sehe 10-mal grün, einstimmig. Damit ist das beschlossen. Herzlichen Dank für das Engagement. Und damit ist, glaube ich, dieser Tagesordnungspunkt auch beendet. Wir unterbrechen für 5 Minuten. Die Ehrenamtlichkeit garantiert uns die Unabhängigkeit. Wir sind wirklich eine Jury und das unterscheidet uns auch von manch anderem Preis, die wirklich sowas von 100%ig unabhängig von Einflüssen von Verlagen, Redaktionen und Autoren ist. Und das ist die Garantie dafür, dass das so funktioniert. Der Verlag, der nach dieser Verleihung auf sein Spiel draufschreibt, nominiert für das Spiel des Jahres und dieses Logo dann mit drauf macht, für das Kinderspiel des Jahres oder was auch immer, zahlt uns ja einen sehr geringen Beitrag pro verkauften Spiel. Damit können wir unseren Apparat finanzieren. Wir haben sogar so viel Geld, dass wir selber fördern. Wir haben jetzt in der Förderung 2 Doktorandenstellen an der Universität. Wir arbeiten mit den Museen der Stadt Nürnberg zusammen. Wir kooperieren mit mehr als 100 Schulen in diesem Jahr, die Spielepakete bekommen und noch diverse andere Sachen. Es gibt im Moment nur ein richtiges Stipendium in Deutschland für Brettspiel-Nachwuchsautoren und das wird auch noch von uns ganz finanziert. Wir sind alle ein bisschen bescheuert, die in der Jury mitmachen, wirklich. Aber wir sind neugierig auf neue Spiele. Unsere inneren Kinder sind alle noch sehr aktiv. Und so ein neues Spiel zu bekommen, das aufzumachen, die Regeln zu lesen, auszupöppeln, alles vorzubereiten und die Freude, das mit Menschen zu spielen, das denen zu zeigen und diese Begeisterung weiterzugeben, das ist eine der schönsten Sachen, die man sich vorstellen kann. Sind wir fertig? Okay. Gerade im Kinderbereich erlebe ich so viele tolle Momente, wo Kinder aus sich rauskommen, über sich hinauswachsen, plötzlich anfangen, diese Sprache zu sprechen, die ihnen ganz fremd ist, weil sie das Spiel unbedingt mit anderen Kindern spielen wollen. Brettspiele haben sehr viel Macht, positive Macht und können sehr kraftvoll sein, wenn man sie richtig gut einsetzt. Macht mal Ton an. So gut? Ja. Guten Morgen. Wir beginnen direkt mit der Verkündung der Longlist. Sie umfasst sämtliche empfohlenen und nominierten Spiele des Jahrgangs. Und zwar je eine Longlist in den Sparten Spiel, Kinderspiel und Kennerspiel des Jahres. Und wir machen das in aufsteigender Reihenfolge, was das Anspruchslevel der Spiele angeht. Und deswegen beginnen wir mit dem Kinderspiel. Golden Eye von Oliver Egelhaut. Da dachte ich schon. Die Villa der Vampire. Und auch schon clever von Wolfgang Warsch für 2 bis 4 Geburtstagskinder ab 6 Jahren mit einer klar, dass es schwierig wird. Okay. Weiter geht es mit der Longlist zum Spiel des Jahres 2022. My Goldmine von Michael Loth, Christoph Schilling und Joachim Höh für 2 bis 6 Personen ab 7 Jahren mit einer Anforderung. Wie kann das denn sein, hä? Cecilia Also warte mal, aus der Longlist werden dann gleich die 3 Nominierten genannt. Ja. Also okay, das könnte auch, ja gut, das glaube ich aber nicht. Ausgezeichnet mit einer Nominierung für das Spiel des Jahres 2022 sind folgende 3 Spiele. Cascadia, Top 10, Scout. Ja. Fuck, das ist dann das Kleine. Schade. Kei Kajino. Aber immerhin, ey. Ja, und super. Und seid einfach live mit dabei, um zu wissen, welches Spiel bekommt jeweils den großen Holzpöppel. Ja, wir sind auf der Preisverleihung des Spiels des Jahres. Da wir auf der sogenannten Longlist waren, waren wir auch eingeladen. Und deshalb bin ich auch gerne gekommen, obwohl es für uns eigentlich um gar nichts mehr geht, weil die 3 Nominierten für eben Kennerspiel und Spiel des Jahres bereits feststehen. Und jetzt geht's los. Das Spiel des Jahres 2022 ist
Cascadia! Yeah, congratulations. Tell me, how do you feel? The word I've used throughout this process is that it's all a bit surreal. Ja. Dass ich auf so einer Veranstaltung irgendwie teilhabe, hätte ich vor 5 Jahren nie gedacht. Und zum zweiten Mal, das ist alles andere als selbstverständlich und mehr als Auszeichnung genug. Wir bleiben trotzdem natürlich am Ball, also mit Visionen und großen Zielen irgendwie zu arbeiten. Das ist Ansporn, ne? Klar, aber soll erfüllt, mindestens, mehr als soll. Und das gibt es auch viel zu oft, dass alle dasselbe nehmen. Wir wollen einfach Spiele designen, Spiele entwickeln. Haben bisher den Eindruck, dass unsere Spiele Menschen gefallen. Und wir wollen, dass das so bleibt. Das ist schön. Schwarz, die Fragen, habt ihr das so gespielt? Ich hatte ja vor Katan 3-mal Spiel des Jahres. Das heißt, ich hatte schon einen gewissen Namen bei Verlagen gehabt und meine Spiele wurden dann auch angeschaut, wenn ich sie hingeschickt habe. Aber es war nach wie vor natürlich nicht so einfach, auch für ein neues Spiel wieder einen Verlag zu finden. Und bei Katan haben 2 große Verlage abgelehnt. Aus dem Grund, weil sie sagten, okay, diese kleinen Häuschen und so weiter, diese Papplitschen, das gibt nichts her. Ja, wo soll man da die Kamera für eine Werbung draufhalten? Ja, also gehen Sie noch mal in sich, machen Sie mal was anderes, vielleicht irgendwie Dinosaurier oder Hotelketten, Hotels, die man irgendwie hinsetzt. Kommt ein Dinosaurier und macht alles kaputt, was weiß ich. Also irgendwas Spektakuläres. Und dazu hatte ich keine Lust. Da habe ich meinen Prototyp eingepackt und bin wieder nach Hause gegangen, weil für mich war gerade das Besondere, ja, dieses Urtümliche des Spiels, ja, also diese kleinen Häuschen, eben gerade, was sie kritisiert hatten, ne, wo man seine Fantasie reinigen konnte. Und es war dann Rainer Müller, der mit mir zusammen Barbarossa gemacht hatte, dem ich das Spiel zeigte und er meinte, okay, also könnte was für Kosmos sein, lass es uns doch bei Kosmos machen. Mein Name ist Reid Hoffman. Ich bin Technologieunternehmer. Ich war Teil des Gründungsteams von PayPal und Co-Gründer von LinkedIn. Jetzt investiere ich bei Greylock Partners in Unternehmen wie Airbnb und Facebook. Wenn Menschen dein Büro zum ersten Mal betreten, soll es etwas über dich erzählen. Eines der lustigsten Dinge, die ihr vielleicht drehen wollt, ist dieses Bild eines deutschen Freundes, dem Gründer von Shopkick. Er hat ein Siedler von Katan-Bild gemacht, das all die verschiedenen Unternehmen enthält, an denen ich und Greylock beteiligt sind, wie PayPal, Zynga, Shopkick, LinkedIn. Wir waren Investoren in Pandora, Dropbox, Airbnb. Wenn man im Silicon Valley den Satz sagt, spielst du Siedler, werden die meisten wissen, was du meinst. Das Spiel ist so beliebt bei Greylock und der ganzen Silicon Valley Tech-Industrie, dass wir eine Kopie im Büro haben. Das ist eines der Spiele, bei denen man sieht, dass es benutzt worden ist. Wir brauchen fast nie die Gebäudekarten, die längste Straße oder die größte Armee, weil wir sie auswendig kennen. Ich bin ein so großer Fan davon, weil es einige der interessantesten Elemente des Unternehmertums aufzeigt. Die Welt ist zufällig, variabel. Wie verändern sich die Strategien der anderen Spieler? Und du musst mit ihnen handeln. Wie bei allen Spielen konkurriert man, aber man arbeitet auch zusammen, kooperiert, redet. Unternehmer sind zwar wettbewerbsorientiert und wollen sich mit ihrem Produkt durchsetzen, aber sie müssen auch zusammenarbeiten.
Sie müssen voneinander lernen. Wie baust du deine Technologie? Wie gehst du auf den Markt? Wie verstehst du den Kunden? Es gibt eine Menge Diskurs und Zusammenarbeit, genau wie beim Handel in Siedler. Ich tausche 2 Schafe gegen einen Stein. Die German-Style Board Games haben dieses Extra an Komplexität. Sie verbinden Können, Lernen und Strategie mit einem Wirtschaftssystem und allem, was sonst noch dazugehört. Aber auch mit Spielbarkeit und der Tatsache, dass man es mit einem Neuling spielen kann oder mit jemandem, der es schon sehr oft gespielt hat. Hi, ich bin David, Manager bei Gamescape in San Francisco. Ich führe euch mal rum. Hier ist eine meiner Lieblingsrubriken, Uwe Rosenberg-Spiele. Jeder, mit dem ich über Spiele spreche, kennt Uwe Rosenberg. Das ist Agricola. Das ist eines der ersten Spiele, die wir importiert haben. Jetzt ist es in seiner überarbeiteten Version erhältlich. Es ist eines der Spiele, an denen man das Wachstum der Euro-Style-Games in Amerika sehen kann. Wir nennen sie hier Eurogames, aber wir haben definitiv eine Menge großartiger deutscher Brettspiele, die sehr gut laufen. 1995 ging es los, aber so richtig groß wurde es um das Jahr 2000. Da haben viele überhaupt erst herausgefunden, dass diese Titel existieren. Mogelmotte und Kakerlakenpoker? Bis dahin gab es eigentlich nur das, was wir hier Ameritrash nennen. Sie konzentrierten sich auf die Bewertung von Zufall. Und man musste eine Strategie verfolgen, bei der man nur gewann, indem man andere unglücklich machte. Bei einem Euro-Style-Game hingegen sind alle kurz davor zu gewinnen, bis am Ende eine Person mit ihrer Strategie vorbeizieht. Pictures. Ich mag Pictures. Pictures war Spiel des Jahres 2020. Es ist ein tolles Spiel. Ich liebe es wegen des Konzepts, bei dem man Bilder mit unterschiedlichen Mitteln beschreibt. Sei es mit Bausteinen, Schnüren oder mit Farbwürfeln. Spiel des Jahres ist der deutsche Preis für das Familienbrettspiel des Jahres. Es ist eine der höchsten Auszeichnungen, die man gewinnen kann. Der Preis wird beim amerikanischen Publikum sehr geschätzt. Wenn ein Titel das Spiel des Jahres wird und diesen Aufkleber auf der Schachtel hat, strömen alle in die Läden. Oft ist es schon am ersten Tag ausverkauft. Die Leute sehen in diesem Preis eine echte Errungenschaft im Brettspielbereich. Das ist die CenterCon. Wir lieben Catan. Soziale Interaktion, Feilschen und all das. Bestes Spiel aller Zeiten. Hi, ich bin Glenn Cotter. Ich bin einer der Organisatoren dieses Treffens. In der San Francisco Bay Area gibt es einige davon für Spieledesigner. Das Spiel des Jahres ist für die meisten Designer so etwas wie der heilige Gral. Ich hoffe, dass ich eines Tages zumindest nominiert werde. Das Spiel des Jahres ist der renommierteste Preis für Brettspiele überhaupt. Wenn du das Spiel des Jahres gewinnst, fängst du besser an zu produzieren, denn du wirst Hunderttausende verkaufen. Es ist einfacher, ein Spiel zu verkaufen, wenn dieser Preis draufklebt. Denn es ist sowas wie ein Oscar-Gewinner. Ja, das kommt dem am nächsten. Ich bin definitiv in der Zeit von Hasbro, MB-Spiele und all den Spielen aufgewachsen, die keine anspruchsvollen Brettspiele waren. Sie waren mehr wie Spielzeug-Brettspiele. Spiel des Lebens, Monopoly. Auch bekannt als Ameritrash. Ich weiß nicht, ob ich den Namen so gut finde. Aber jedenfalls denke ich, dass ich mich jetzt viel mehr für Brettspiele interessiere, seitdem Deutschland seinen Einfluss auf die Community gehabt hat. Ich verabscheue Monopoly. Es ist kein Spiel, es ist nur ein Schmerzgenerator. Ich will nie wieder sehen, wie jemand Monopoly spielt. Spielt wenigstens Catan.
Wenn ich eine Frage an Klaus hätte, was war sein Designprozess? Wie hat er die Dinge ausbalanciert? Was bedeutet die Wirtschaft für ihn? Welche Mechanismen hat er ausprobiert? Und hat gesagt, diese schaffen nicht genug Spielkontrolle. Ja, all die Versionen von Catan, die weggeworfen wurden, da muss es doch was geben. Ja, das ist mein Skizzenbuch von damals, in dem ich die ersten Ideen zu Catan niedergeschrieben habe. Und es war am Anfang ein Riesenspiel, also mit Entdecken, mit Besiedeln, mit allen möglichen Dingen, die man so erlebt, eben, wenn man sich sowas vorstellt. Ne? Und am Anfang gab es Vierecke. Das waren also Plättchen, ähnlich wie bei Entdecker, die immer 3 Landschaften hatten und die mussten passend aneinander gebaut werden. In den Flächen wurden Siedlungen gebaut, die wurden dann zu Städten, wenn sie auf eine Linie geschoben wurden. Und im Mittelpunkt war es dann eine Großstadt oder Metropole, die es später bei Städt und Ritter dann wieder gab. Ja, letztlich ist mir irgendwann aufgefallen, das war wirklich eine Sekundensache, Mensch, dieser Schnittpunkt könnte ja auch der Schnittpunkt von 3 Sechsecken sein. Und ich habe mich dann gefragt, lässt sich damit das Spiel nicht viel eleganter aufbauen und spielen? Natürlich fiel dann der Entdecker-Moment weg. Ne? Also dass ich dann sagte, okay, was ist hier? Und leg dann ein Plättchen an. Aber letztlich kam es dann an einem Abend dazu, dass ich Sechsecke gebastelt habe, die dann nur Gebirge oder Weide oder Acker waren und die dann zum Spielfeld zusammengelegt habe. Und wie über Nacht entstand plötzlich das Spiel, als wäre es vom Himmel gefallen, ja, wie wir es heute kennen. Also 18 Meerfelder, 19 Landfelder bilden diese Insel. Das war der entscheidende Moment, irgendwann 1993. Neben mir sitzt der Redakteur vom Zwergendorf, der Joachim. Hallo. In der Tasche ist der aktuelle Prototyp vom Zwergendorf drin. Darf dir die mal überreichen? Das ist die Schachtelgröße Ja. von Zwergendorf, genau. Das ist sehr schön. Ja, also ich habe mal hier eine Karte drin. Das ist das Original. Auf den Rückseiten der Zwergenkarten sind diese 4 Zwerge. Ja. Von den Grafiken her ist eigentlich immer alles drauf. Da können wir einmal gleich durchgehen. Da fehlt das Bier. Erzählt, der kriegt noch ein Bier. Ich schreib's mir auf. Ja, gefällt mir sehr gut. Das freut mich. Ja. So, was haben wir noch? Das Cover? Das Cover? Willst du das Cover direkt besprechen? Peter. Ja. Also, das ist das also das ist der aktuelle Stand. Du siehst, du hast hier noch mal Bier und du hast hier vorne das Bier und dein Hauptproblem war einmal der Oschi. Ich finde, er ist so dominant, der hat nur ein Auge und das ist eigentlich Bier, also der hält so ein Bier in der Hand, aber ich sehe immer, ich meine immer, das sind so Locken von den Haaren. Dieser Oschi ist halt die Hauptleitlinie des Bildes. Also die Künstlerin hat sich dabei gedacht, ich habe hier oben den Titel, Ja, das ist ich mir habe hier schon unten klar. den Oschi und die Mütze vom Oschi zeigt genau oben auf den Titel. Aber es könnte auch ein großer Baum sein, der auch auf den Titel zeigt. Ja, aber du möchtest ja nicht auf deinem Cover 30% Baum haben. Also normalerweise nerv ich da auch nicht so. Aber das ist mein erstes Kennerspiel. Ich habe so viele Stunden mit diesem Spiel verbracht. Ich glaube, ich würde auch nicht mehr so viel Zeit investieren mit diesem Ganzen. Ich glaube, beim nächsten Projekt würde ich da auch das mehr aus der Hand geben. Und dementsprechend bist du als Autor eigentlich derjenige, der die Idee liefert, wie das Spiel ist. Du kannst das Thema gerne auch sagen oder so, aber normal ist das nicht. Also normal muss man ehrlicherweise sagen, wenn der Verlag sagt, so soll es aussehen, dann kommt es so in die Läden. Ja. Wir wollen, dass das Spiel zur Spiele in Essen fertig ist und möchten das da dann unter die Leute bringen und vorstellen. Was wir aktuell machen, das sind so 2000er, 3000er Auflagen, je nach Spiel. In dem Spiel gibt es einige Tiere. Man sieht die Gehöfte und die liegen auf dem Platz für Gehöfte. Ja, das sind genug Bäume. Das sind jetzt die Familien.
Bäume haben wir fertig, okay. Ein Spielzug sieht so aus, dass man einen Arbeiter nimmt und ihn auf ein Aktionsfeld setzt, nachdem man das gemacht hat. Und das ist das Entscheidende für die Flughunde, dass man 3 Flughunde nehmen kann und die in die Nacht fliegen lassen kann. Und deswegen ist das hier auch so dunkel dargestellt. Und nachts naschen sie dann von den Früchten, die sie an den Bäumen finden. Und auf dem Heimflug scheiden sie Samen aus. Aus den Samen entsteht dann ein neuer Baum. Und in diesem Spiel bekommt man den Baum dann auch sofort. Das ist dann quasi so ein bisschen wie im Zeitraffer. Das ist der Grund, warum in diesem Spiel die Flughunde wirklich dafür sorgen, dass es immer mehr Bäume gibt. Denn wenn man noch mehr Flughunde dann hat, dann kann man die mit dem nächsten Arbeiter, den man einsetzt, kann man dann noch mal Flughunde losschicken. Und dann kann man noch mal Obst essen und wieder einen Baum bekommen. Du gehörst ja zu den erfolgreichsten Autoren der Welt, oder ist das heute... Das Lustige ist, ich lege auch gar nicht so viel Wert darauf, dass meine Kinder das wissen. Jetzt weiß Nina es. Also du wusstest es nicht vorher? Nein. Ich hatte es halt einfach als Spaß empfunden. So nicht wirklich, dass Papa da jetzt arbeitet und Spiele erfindet, sondern dass er einfach mit mir spielt. Wir sind halt nicht so, ja, Öffentlichkeit muss nicht unbedingt sein. Ja, wir sind aus Friesen. Also. Ja, genau. Wir passen hier auch ganz gut nach Ostwestfalen. Ja, genau. Die sind vom gleichen Schlag. Also ich bin 4 Tage im Jahr ein Prominenter, wenn ich über die Messe in Essen laufe. Und dann ist es so, dass ich alle paar Meter stehen bleiben darf und Selfie, Gespräch und so. Und das genieße ich dann auch. Also für mich ist das genau die richtige Portion jedes Jahr. Das Spiel ist wirklich ein Erlebnis. Hier feiert dann die Community einmal im Jahr 4 Tage lang das Brettspiel 1, das ich besonders spannend finde, gerade für die Gruppe der Vielspieler, ist sicher der neue Rosenberg, Latibar. Ich habe gelernt, dass er an einem Buch arbeitet und da hat er halt ganz viele Ideen, die er dann schon mal vorstellt. Was uns mal da nicht so gedacht. Ich hatte gestern tatsächlich zum ersten Mal das fertige Spiel in der Hand. Die Schachtel ist voll schwer, da ist voll viel drin, das hätte ich so nicht erwartet. Morgen geht's ja so richtig erst los mit der Messe, da ist ja Publikumsverkehr. Und ja, also auf die ersten Reaktionen bin ich schon gespannt. Die waren sehr gut. Das ist so. Ja, aber sehr, sehr anstrengend. Und das ist jetzt so ein kleiner Lichtblick, dass sich die ganze Arbeit gelohnt hat. Ich mache erst mal weiter, ja. Auch wenn es nach wie vor echt anstrengend, echt hart ist. Ich habe vor 2 Wochen habe ich in einer Woche wieder irgendwie 3 Absagen bekommen. Das zieht halt nach wie vor runter, es ist nicht mehr ganz so schlimm, aber man ist da in so einem Hamsterrad drin. Ja, du musst natürlich schon schauen, dass du jedes Jahr deine Veröffentlichungen hast, dass du halt auch nicht den Anschluss verlierst, das muss man natürlich schon auch schauen. So, jetzt muss ich los. Ja, genau. In das Testzimmer, wie ich es nenne. Also hier spielen wir häufig. Das war damals Herr Okamoto,
Ich weiß noch genau, er saß hier rechts auf dem Stuhl, hatte seine beiden Angestellten mit dabei. Und wir haben Catan zusammen gespielt. Herr Okamoto ist sozusagen der zweite Mann bei Capcom gewesen. Und der wollte unbedingt das Catan-Brettspiel in Japan verlegen. Und ich war nicht so firm mit japanischen Gewohnheiten. Und er hat sich wohl gewundert, dass ich hier die gute Fee gespielt habe oder die Geisha und die bewirtet habe und Tee gebracht habe. Irgendwann hat er seinen Partner gefragt auf Japanisch. Und er sagte mir dann auf Englisch, ja, Herr Okamoto wundert sich und fragt sich, ob Sie ein Weiser oder ein Verrückter sind. Er hat wohl gedacht, ich hätte mit dem Erfolg des Spieles ja einen kleinen Palast statt ein Reihenhauses. Das war ihm wohl ein bisschen suspekt, dass man trotz einem Erfolg ganz normal lebt, ja, und niemand hat, der einen bedient. Also was will man mehr? Also für uns ist das hier, wo es ein Reihenhaus ist, eine Villa. Wir haben alles, was wir brauchen. Catan bedeutet für mich ganz persönlich eine Befreiung von Zwängen des Dentallabors, von etwas, was ich zwar nicht ungern getan habe, aber es gab Dinge, die ich viel lieber tue. Und Catan ist der Schlüssel dafür gewesen, dass ich dann nachher Spielautor werden konnte. Komm mal, genau, mach doch. Weil es Montagmorgen ist, ist nicht ordentlich weiter. Kennen Sie die? Das sind unsere. Echt? Ja, die haben wir gemacht. Doch? Das ist schon cool. Und die verkaufen auch gut. Das hört man gerne. Ja. Hier kann man tolle Spiele kaufen. Wir haben eine Mail bekommen von jemandem, der eine Brettspielkreuzfahrt organisiert hat und nach Gästen gesucht hat, die dem Publikum an Bord so ein bisschen was über Brettspiele erzählen können. Und dann haben wir uns beschlossen, dass wir genau diese Gäste sind, die den Menschen auf dem Schiff was von Brettspielen erzählen wollen. Die zwei kennt, glaube ich, jeder, weltweit. Auf den Fahrer stehen sie im Regal, eigentlich wahrscheinlich wirklich überall. Inka und Markus! Wie ging es denn überhaupt los bei euch mit dem Spiele entwickeln? Spiele waren schon lange ein Thema, glaube ich. Ne? Das weiß ich schon. Ja, los ging das. Wir haben uns auf einer Hochzeit von gemeinsamen Freunden kennengelernt. Die hatten so eine strenge Sitzordnung Mann, Frau, Mann, Frau. Und wir waren die einzigen Single auf der Hochzeit, also mussten wir notgedrungen nebeneinander sitzen. Wir kannten uns vom Sehen und sie fand mich auch immer kacke. Und dann hat sie sich mit dem Tischnachbarn zur Linken auf einmal über Gesellschaftsspiele unterhalten. Und da dachte ich bin der Gesellschaftsspiele-Papst von Gummersbach. Ich habe schließlich alle Tabu-Varianten und Activity habe ich auch. In das Gespräch muss ich mich mal einklinken. Und dann hat sie mich angelächelt und gesagt, das wäre süß. Sie hätte 300 Spiele zu Hause, würde jedes Jahr auf eine Messe fahren und würde sogar eine Fachzeitschrift beziehen. Und von alledem hatte ich bis dato nichts gehört. Und dann hatte ich ein Ziel für den Abend und 2 Wochen später haben wir einen Spielenachmittag gemacht. Da stand ich dann sabbernd vor ihrem Spieleregal und habe wirklich furchtbar viele bunte Schachteln gesehen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Und dann haben wir die guten und die bösen Geister gespielt. Auch da habe ich verloren, aber ich habe dann was fürs Leben gewonnen. Wir sind schon total glücklich, oder? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind angekommen mit dem, was wir bis jetzt erreicht haben. Wir sind total glücklich und eigentlich machen wir es nur aus Freude. Ja, wir haben es immer schon nur aus Freude getan. Als wir das Spiel erfinden, können wir das auch. Wo waren wir stehen geblieben? Also wir haben immer schon aus Freude Spiele erfunden und mit Exit, das ist einfach unfassbar, was da gerade passiert. Und das
ja, wir sind tatsächlich angekommen. Also mehr geht, glaube ich, gar nicht mehr.